Stevens aus Hamburg mit einem sensationellen Modell namens ED 7.6.1. Ja, klingt ja nicht so, ich sag mal, aufregend. ED 7.6.1. Genau, ist eigentlich sogar ziemlich aufregend. Das ED steht nämlich für Enduro. Also wir sind hier bei was, das ziemlich abfahrtstauglich ist. Die 7 ist so ein bisschen ja, die Modellhierarchie bei Stevens. Je höher die Zahl, desto näher bist du am Topmodell dran. Die 6 steht für die Wattstunden, die wir hier haben. Da sind wir nämlich bei 625 Wattstunden. Und die 1 steht halt für Bosch-System. Wäre es eine 2, wäre es ein Shimano-System. Okay, verstanden. Das Stevens-Rad, viele denken ja, es wäre Englisch, weil Stevens liegt ja auf der Hand und so. Nein, kommt aus Hamburg. Genau, direkt aus Hamburg. Ja. Direkt aus Hamburg. Und die bauen gute Räder. Ja, sehr gute Räder. Also das ist auch nicht einfach nur so dahingesagt. Die Räder sind super geil vormontiert. Die Komponenten sind mega wertig. Das heißt, da wird nicht irgendeine Kurbel dran geknallt, sondern da ist jetzt hier zum Beispiel eine E13 drin. Da sind coole Anbauteile überall, auch wo der Kunde nicht direkt drauf achtet. Und ja, die machen das halt schon seit 30 Jahren. Vorletztes Jahr 30-Jähriges gehabt und sind echt gut dabei mit ihren neuen E-Inception-Modellen. Ja, Fox, ist das gut, der Hersteller? Ja, ist halt ein Premium-Hersteller, einer der besten oder der beste vielleicht, auch sagen manche. Wir haben hier jetzt in dem Enduro-Bike eine 38er Fox, das heißt dicke, fette Standrohre hier, ne, die gut eintauchen können, verwindungssteif und halt auch super Performance, um mal einen Drop zu holen von... Ein was? Einen Absprung holt oder dass das halt ein bisschen gröber ins Gelände geht, ne? Okay, das heißt, ich kann hier mit springen. Ja, definitiv. So, ich könnte zum Beispiel auf einen Kicker zum Beispiel. Ein Floatray halt einfach holen oder ein Bikepark ist das auch schon möglich. Ja, so leichte Sprünge oder auch schon höhere Sprünge kann man damit nehmen, ne? Dafür haben wir ja auch ein sehr gutes Federwerk hier. Also der Dämpfer ist auch von Fox, ne? Mit einem Piggyback, also Ausgleichsbehälter, dass man nicht direkt das Ding einem um die Ohren fliegt. So, das Ganze ist mit Luft gefüllt, mit Druckluft, damit man es anpassen kann auf die jeweilige Körperbeschaffenheit, so kann man es ja sagen. Das Gewicht vor allem, ja. Das Gewicht vor allem. Ist aber noch ein bisschen mehr. Es gibt eine Druckstufe und eine Zugstufe, die kann man jeweils einstellen. Bedeutet, ich habe einmal ein Federelement und einmal ein Dämpferelement. Wenn ich das jetzt hier bei der Gabel sehe, da ist es klar. Auf der rechten Seite ist die Feder, links ist der Dämpfer. Aber wie ist das denn hier bei dem Dämpfer? Weil da habe ich auch eine Feder und einen Dämpfer. Du hast ja beides in der Kartusche mit drin. Ja, also eine Sprengzeichnung kann ich dir jetzt gerade nicht beschreiben, kriege ich jetzt so nicht hin. Aber es funktioniert. Es funktioniert in beide Richtungen und zwar mit 170 mm Federweg hier. Ja, das ist aber, ich sag mal 170 mm, wenn 17 cm, die habe ich ja hier nicht. Warum? Wie kommen die jetzt zustande, die 17 cm? Na, du hast ja noch die Umlenkgelenke, die dann zur Schwinge gehen. Also du hast ja nicht den reinen Hub nur vom Dämpfer, der hier, was wir da haben, 70 oder was, sondern du hast ja dann auch noch quasi den Winkel zum Hinterbau. Okay, das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel ein bisschen wenig zu Luft hat, dann ist das Faktor 2 hinten auf dem Rad dann schon meistens, oder? Das heißt, das Rad geht ordentlich runter, wenn der nur ein bisschen zu wenig Luft hat? Genau, da sollte man schon gucken, dass der Luftdruck immer stimmt. Da empfiehlt es sich auch, wenn man ein bisschen anspruchsvoller ins Gelände fährt, da auch sich eine Gabeldämpferpumpe zuzulegen, um ab und zu mal nachzukontrollieren, dass das alles stimmt. Das wirkt sich schon aus. Also es gibt übrigens einen sehr typischen Fall, wenn man weiß, man hat zu wenig Luft im Dämpfer, wenn man zum Beispiel im Wald dauernd aufsetzt mit den Pedalen. Ja, das sollte vielleicht nicht passieren. Ist mir passiert. Also ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil irgendwie komisch, hat schon nichts verändert, du bist auch nicht viel schwerer geworden und so, war einfach weniger Luft im Dämpfer. So nach 6, 7 Jahren kann das schon mal passieren, ne? Ja, also schnell passiert es nicht, dass die Luft rausgeht, aber über die Zeit halt schon. Zur Kontrolle hast du ja immer noch so ein bisschen die Ringe, die dir anzeigen, wie viel du jetzt eintauchst, wenn du unterwegs bist. Und wenn der halt immer ganz unten ist beim Dämpfer oder immer ganz oben auf Anschlag bei der Gabel, da musst du wahrscheinlich mal am Druck ein bisschen was anpassen. So, dann nehmen wir mal den Lucien, dass wir das mal kurz zeigen. Nehmen wir das Fahrrad bitte runter. Wir können ja gleich noch auf ein paar Sachen eingehen. Schöne Ausstattung. Was sind da für Bremsen drauf? Da haben wir 4 Kolbenbremsen von SRAM. Die Code Air ist das, ne? Die Code Air, also SRAM gibt ja, ich habe zuletzt
habe ich eine Schaltung gesehen von Tektro. Habt ihr schon mal eine Tektro-Schaltung gesehen? Ja, natürlich. Ja, also war ganz erstaunt, habe so getan, als wäre das 7. Weltwunder. Immer mehr Hersteller, es ist jetzt nicht nur noch Shimano, sondern viele melden sich jetzt zu Wort. War ja vieles auch nicht lieferbar, viele Hersteller haben dann auch mal umgeschwenkt. Ja klar, war ein guter Zeitpunkt und ich meine, wenn du jetzt Tektro angesprochen hast, das ist ja eine Marke, die durchaus schon länger auf dem Fahrradmarkt existiert, vor allem eben mit Bremsanlagen und die Schaltung von denen ist halt, ja, funktioniert. Die funktioniert. Ja, also ich war bloß ziemlich erstaunt, weil ich kannte nur SRAM und Shimano und irgendwelche China-Derivate, aber Tektro-Schaltungen, die habe ich dann wie so ein... Ja, steig mal drauf, dass wir das mal zeigen. Du wiegst wie viel? 70? So 75 Kilo, 75 Kilo. Das heißt, da unten war jetzt der Ring. Viele gehen hin und schneiden erstmal den Ring ab. Und das ist jetzt der negative Federweg, der kann jetzt über diesen Ring bestimmt werden. Ja, das sollte dann, wenn man jetzt ohne Belastung sich drauf sitzt, ohne reinzuwippen, sollte da vielleicht maximal so ein Drittel von dem Hub der Ring runterrutschen. So, das heißt, der macht den ganz hoch. Setz dich jetzt ganz normal drauf, mach mal, ohne Belastung. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil einfach mal das Gewicht kommen lassen. So, und jetzt wieder raus, bitte. So, das ist jetzt ungefähr ein Drittel. Ja, ein bisschen mehr wäre es jetzt schon. Also das ist halt, wenn man noch die Pedale noch drauf hat, dann kippe ich halt um. Ja, das stimmt. Kann einer vorne vielleicht mal halten, dann kann man es besser zeigen. Und vorne habe ich das gleiche in grün, da habe ich dann auch diese Gummis mit dabei. Sind nicht immer mit dabei, gerade wenn es dann wirklich in den Enduro-Bereich geht, hat man sie auch gerne mal nicht dran. Kann man sich aber auch einfach mal schnell einen Kabelbinder drum machen, um zu gucken. Das ist ja nur eine Richtschnur, dass ich sehe, wie tief taucht er ein. Also das ist kein Fehler, wenn der Gummi dran ist. Nee, definitiv nicht. Also nicht abschneiden. Besser nicht abschneiden, ist eigentlich immer ganz nett, um mal selbst schnell zu kontrollieren, ob alles okay ist. So, der Federweg hier vorne, der ist ja jetzt linear, der ist 1:1. Das heißt, die 38er, das ist Standrohrdurchmesser, nehme ich an. Genau, das ist der Durchmesser von Standrohr und 38, da sind wir schon am oberen Ende langsam angelangt. Sind schon richtig dicke Tauchrohre. So, jetzt sieht man auch hier die ganze Verarbeitung. Springen bedeutet auch, dass dieser Alurahmen einiges abkönnen muss. Wenn man die mal durchschneidet und da mal die Wanddicken sieht, das sieht so massiv aus, aber wir reden da von wenig Material. Ja, ist wenig Material, das aber in der Regel halt auch doppelt gelegt ist. Also gerade jetzt bei der Akkuaussparung, da sind natürlich dann noch Verstärkungen drin eingeschweißt, damit der Rahmen eben trotzdem stabil bleibt. Und das ist auch so ein bisschen was Stevens auszeichnet. Die Rahmen flexen ein bisschen mit tatsächlich. Was heißt das? Also die können schon so ein bisschen Mikrovibrationen eben aufnehmen, sind aber trotzdem sehr stabil. Also du wirst hier jetzt keinen Rahmenbruch in irgendeiner Art und Weise bekommen. Ja, SRAM, die Schaltung, die spielt auch ganz oben mit. Ja, da haben wir jetzt die SX verbaut. Das ist jetzt tatsächlich nicht High-End, sondern ist halt bei SRAM so gute Mittelklasse. Was halt bei SRAM ganz cool ist, du kannst halt jederzeit die Teile untereinander tauschen. Also wenn du jetzt lieber auf GX umsteigen willst, ist es auch keine große Aktion, hier nachzurüsten. Aber weil das Rad halt wirklich sehr abfahrtsorientiert ist es da vielleicht gar nicht unbedingt nötig, jetzt eine andere Schaltung zu verbauen. Okay, abfahrtsorientiert heißt, ich habe hohe Federwege, hohe Stabilität, also das ist gedacht für Sprünge auszuhalten. Gibt es hier eine Maximalbelastung eigentlich? Wie schwer darf ich denn sein? Systemgewicht haben wir 140 Kilo. Das heißt, ja, irgendwann so bei 120 ist dann definitiv Schluss. Also klar, gibt immer Toleranzen, aber so die Kante soll man es dann vielleicht doch. Ja. Bei den abfahrtsorientierten Bikes siehst du halt auch ein bisschen, dass der Winkel hier ein bisschen anders ist, dass du vielleicht 32 Grad hast, 62,5 Grad oder so, dass die Gabel ein bisschen mehr für den Berg runter, für den Downhill halt ausgerichtet ist. Ne? So, der Reifen, was haben wir drauf? Nobinic? Nee, Mary. Magic Mary, das ist der Magic sehr Mary. weiche Reifen. Das ist ein klassischer Trail-Reifen, der halt sehr bissig und weich ist. Das merkst du hier, ist wie so ein Radiergummi fast schon. Und ja, der hat halt einen sehr, sehr guten Grip bei nassen wie auch trockener Fahrbahn. Ist aber auch schnell weg in der Stadt, oder? Ja, wenn du jetzt nur Asphalt fährst, da wirst du die ja wahrscheinlich schon relativ zügig abfahren. Wobei man sich da auch ein bisschen verschätzen kann. Also es ist zwar eine weiche Mischung, aber es ist nicht so, dass du den komplett wegradierst nach 1000 Kilometern. Also vorne fahre ich den selber seit 2 Jahren und er fährt sich tatsächlich nicht viel mehr ab wie bei einem anderen. Hinten würde ich natürlich, ja klar, da wird er sich wahrscheinlich etwas schneller abfahren. Hinten haben wir halt, du zeigst es schon, den Eddy Current. Das ist ein neuer Reifen von Schwalbe. Das ist ein extra MTB Mantel, der eine verstärkte Karkasse hat, also die Seite hier ist für das höhere Gewicht und halt auch für den Trail nochmal so eine verblockte Profilierung hat. So, und Bremsanlage, die haben wir eben schon kurz erwähnt. 4 Kolben vorne hinten. 4 Kolben vorne hinten.
Also da kannst du nicht so viel falsch machen. Akkukapazität 625 Wattstunden und ein Kiox-Display mit dabei. Da ist auch nicht, ist das hier BES 3 schon oder BES 2? Das aktuelle, Okay. BES 2. So, Und, aber ja, wir haben hier halt hier noch so ein paar Elemente dran gemacht, die sind Custom, also nicht Standard, auch mit den Ölslick-Pedalen, diesen Blu-ray nennen die sich, und hier so ein bisschen das Blaue nochmal hier so. Also das kommt in der normalen Version ohne die Fender hier und ohne diese eluxierten Bauteile am Lenker und den Pedalen. ja, es hat einen günstigen Preis. 149,95 €. Das sind die Pedale. Ach, das sind die Pedale. Ja, das Rad kostet selber tatsächlich nicht so viel, weil wir sind hier bei unter 5.500 € für ein Enduro-Bike mit Fox. Versuch das mal irgendwo anders dazu finden. Du wagst dich das so zu erwähnen. Ja, Das wir ist sind aber wir sind Ende 2022. Wir kennen halt auch die 23er-Preise und das ist, ja. nicht so, wenn, ich sag mal, wenn Leute reinkommen, für viele Leute ist ja 5.500 € viel Geld. Ja, ist es ja noch immer. Wirklich, also es ist eine Stange Geld, aber wir kriegen auch echt eine Stange Rad dafür, also eine Menge. Ne? Viele träumen ja davon und ihr sagt, macht die Träume wahr, und wenn ihr sie wahr machen wollt, macht sie auf jeden Fall bei Konrad, der Fahrradladen in Kaiserslautern. Leute kommen von immer weiter zu euch, also man merkt das schon. Was macht euch denn aus? Habt ihr viele Räder da auch hier zum Testen zeigen? Also wir haben viele Räder da, wir nehmen uns besonders viel Zeit für den Kunden. Das heißt, wir sind sehr geduldig, wir werden nicht müde, alles nochmal ein drittes, ein viertes Mal zu erklären, was Laden geht, was Dämpfereinstellungen geht. Wir gehen auch technisch gerne ins Detail, wenn jemand das ein bisschen mehr wissen will. Und halt einfach Testfahrten sind bei uns mit allen Rädern fast möglich. Und wir haben auch spezielle Testräder, die öfters ein bisschen mehr gefahren werden können. Und wir haben eine große Auswahl halt bei Riese Müller, Steven Scott und anderen Marken. Ne? Ja, habt einen riesen Laden hier. Wo ist denn der Rest von den Rädern eigentlich? Ist das in dem Gebäude nebendran und ein bisschen noch im Lager. Ja, also überall verteilt. Wir haben jetzt um die 1000 Quadratmeter mittlerweile. Meint man nicht so, weil die Leute denken, nur der vordere Separé ist unser Laden, wo die Theke ist. so? Das hier war ein leerer Laden, muss man sagen. Den habt ihr jetzt übernommen als Lager. Also wenn die Leute das sehen, das ist nicht euer Laden. Und ihr habt auch extra zu mir gesagt, hier stellen wir hier das Bosch-Ding hin, das sieht schön aus, damit es nicht so leer ist. Hier ist normal kein Kundenverkehr in dem Ding drin. Das ist nur Bis jetzt nicht. Wir werden einen Durchbruch machen. Ja. Der wird da hinten halt sein und dann können wir direkt vom Laden im Winter hier rüber gehen. Und dann haben wir den Laden einfach erweitert. Also du kannst ja den Laden mal draußen zeigen, der ist ja da vorne. Ne? Soll man den mal kurz zeigen? Ja. Also ich glaube, das wird ein ziemlicher Durchbruch, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So, dass wir das zeigen. Also drüben ist es, da ist auch gleich über mehrere Etagen. Und zumindest mal habt ihr noch oben noch viele Räder stehen, gell? Genau, hier ist halt unser Hauptshowroom. Ne? Und ja, wir haben oben noch eine Etage. So, also keine Angst, es ist noch mehr da. Und kommt jetzt immer noch mehr Ware. Zurzeit habt ihr eine Baustelle hier, aber die soll ja in Kürze weg sein. Ja, nächste Woche sollen die fertig sein damit. Genau, das ist unser Hauptladen halt, wo halt hier jetzt, klar, ein paar Räder stehen jetzt nicht da an der Tribüne, weil wir die jetzt zum Drehen nach drüben geholt haben. Aber hier sind halt unsere Hardtails, die Hardtail-Fraktion. Das ist noch da, ja genau. Hier sind halt Räder, die halt abgeholt werden. Hier unsere Helmwand mit Pedalen, Schuhe, und da hinten geht es dann noch weiter und oben noch die Etage. Ja. Na, oben stehen auch noch viele Das Räder. ist unsere Fitting Station, wenn jemand ausgemessen werden will. Bei einem Gravel-Bike zum Beispiel macht das ja Sinn. Ja. So, und hier vorne auch noch Räder. Ganz viele Oben sind Trekking-Räder, Räder. Cityräder, hinten ist ein extra Kompaktradraum. Komm, das zeigen wir auch noch kurz. Das ist gerade für die Wohnmobil-Leute ja bestimmt interessant. Also die Camper auf deinem Kanal, die fahren ja bestimmt auch. Ja, und da haben wir halt auch. Die Kompakträder, ein tolles Marktsegment, oder? Kommt. Ja, es ist vor allen Dingen, kannst halt jede Größe fahren. Gut, jetzt haben wir auch nochmal einige Räder rübergeholt zum Drehen. Wir haben ja heute das Rohloff Easy gemacht, das mit der Enviolo, das XXL. Genau, da sind wir jetzt momentan fleißig am Aufbauen. Ja, das Fahrrad, was du gerade zeigst, haben wir momentan im Angebot. Da haben wir noch, das sind so Falträder, ne? Die der Faltenkranz von Velo de Ville. Und da haben wir jetzt mal so eine Aktion gemacht, dass wir da die mal ein bisschen ja genau, es kostet normal 3,5, haben wir jetzt für 3,148. Okay. Also auch ein cooles Rad. Haben auch einen dunklen British Racing Green, also so ein. Mit Shimano Steps, muss man sagen. Also Genau. egal was ihr habt keine Hecknamenmotoren, sowas Nee. gibt es bei euch nicht. Ihr habt immer Drehmomentsensoren drin, das sind immer Genau. namhafte Sachen. Bosch, Shimano, Yamaha sind die Hauptmotormarken, die wir haben. Und halt jetzt Fazua. Sehr schön. So, das Ganze in Kaiserslautern. Und dann drehen wir heute noch ein bisschen was. Zeigen noch mal ein paar neue Modelle, auch teilweise jetzt schon viele. Große Werkstatt, ne? Da
23er. Auch eine große Werkstatt. Ja, und hier vorne halt dann noch eine weitere Tribüne mit Trekkingräder, Cityräder. Also wir haben noch gut Auswahl. Sehr schön, hier vorne noch. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind in Kaiserslautern. Heute ist der 28. September. Zeig mir nochmal Konrad, powered by Green Bikes. Ein junges Projekt, aber den Laden selber gibt es schon lange. Genau, seit 94 in Kaiserslautern. Und ja, wir sind jetzt seit fast 2 Jahren am Markt noch seit der Übernahme und ja, läuft ganz gut. Also ist viel Nachfrage da, jetzt auch, selbst wo es ein bisschen kälter ist, wollen die Leute noch fleißig Fahrräder holen. Danke, tschüss. Ciao.